Das iPhone 14 Pro Max ist nun schon seit über 6 Monaten draußen. Ein fantastisches Smartphone mit vielen Stärken. Doch als wie nützlich haben sich die neuen Features wie die Dynamic Island tatsächlich bewährt? Und wie gut schlägt sich Apples Flaggschiff bei Kamera, Display und Akku? Ob sich diese Neuerungen wirklich gelohnt haben, verraten wir dir gleich nach dem Intro. Der Akku ist sicherlich ein Hauptgrund, sich ein Max-Modell zu kaufen, dachte ich zumindest immer. Doch anfangs war ich doch ziemlich enttäuscht über die Akku-Performance. In den ersten Wochen war der Akku bereits nach 3 bis 4 Stunden Displaynutzung fast leer. Auch andere Besitzer berichten über Akkuprobleme. Gut, der Akku wurde im Vergleich zum 13 Pro Max auch um 50 mAh kleiner. Doch keine Angst, ich kann Entwarnung geben. Stand iOS 16.4 ist die Akkulaufzeit hervorragend. Meine Battery Health ist bei 99%. Ich schaffe es nie, wirklich nie, den Akku an einem Tag komplett leer zu bekommen. Oft habe ich noch 60 bis 70% Akku nach einem normalen Arbeitstag. Auch bei längeren Tagen mit intensiverer Nutzung hatte ich nie Probleme. Wie war es bei euch? Schreibt uns doch in die Kommentare. Das 13 Pro Max hatte auch schon eine extrem gute Laufzeit. Doch nun, 1,5 Jahre später, hat der einzige Akku-Champ doch einiges seiner Akku-Performance abgegeben. Ich vermute, das wird mit dem 14 Pro Max genau gleich sein. Ich würde mir wünschen, dass Smartphone-Akkus sich so weit verbessern, dass sie auch nach 2-3 Jahren Nutzung immer noch eine gute Akkulaufzeit haben. Das wohl coolste Feature befindet sich direkt auf dem Display. Wie wir alle gestaunt haben, als die Dynamic Island vorgestellt wurde. Doch ich stellte mir die Frage, wie viel davon wirklich nützlich ist. Apple hat alles gegeben, die Dynamic Island so schön in iOS zu integrieren wie nur möglich. Und das ist ihnen definitiv gelungen. Die Animationen sind wunderschön. Doch als ein wirklicher Vorteil hat sie sich nicht herausgestellt. Denn zum einen ist der Software-Support recht mau und zum anderen ist sie am oberen Rand des Displays ergonomisch einfach schlecht platziert. Die Dynamic Island ist ein Paradebeispiel für ein Feature, das eigentlich nutzlos ist, sich aber verdammt gut vermarkten lässt, denn jeder sieht sie auf den ersten Blick. Insgesamt also mehr Schein als Sein, auch 6 Monate später. Das Display an sich ist unglaublich gut. Die 120 Hz sind einfach nur schön und das fast doppelt so helle Panel ist ein merkbares Upgrade zu den 13 Pros. Ich hatte nie das Problem, dass ich es nicht ablesen konnte, auch bei direkter Sonneneinstrahlung nicht. Das Display dimmt auch weniger schnell als sein Vorgänger. Neu in dieser Generation ist das Always-On-Display. Bei Release war es eigentlich einfach ein gedimmter Lockscreen. Jedoch wurde mit einem Update eingeführt, dass nur noch die Uhrzeit angezeigt werden kann. Eigentlich so, wie es Android schon seit Jahren hat. Ich persönlich bin kein großer Fan von Always-On-Displays, weshalb ich es auch relativ schnell dann deaktiviert habe. Denn trotz der LTPO-Technik, welche das Display nur einmal in der Sekunde aktualisieren lässt, verbraucht es trotzdem mehr Strom. Bei einem Max-Modell ist das sicherlich weniger das Problem, aber auch dort merkbar. Das iPhone 14 Pro Max ist extrem hochwertig verarbeitet. Bei normaler Nutzung mit Panzerglas und Hülle habe ich bis jetzt keine Kratzer oder Dellen im Rahmen oder im Display. Es gibt einige Nutzer, die darüber berichten, dass das Display relativ schnell zerkratzt. Doch sind wir mal ehrlich, wer so ein teures Smartphone nutzt, der schützt es auch dementsprechend. Das wohl größte Update hat Apple den Kameras spendiert. Die Hauptkamera hat neu einen 48-Megapixel-Sensor. Die Unterschiede sind jedoch sehr gering. Die neue Kamera hat anfangs oft sehr überschärfte Bilder produziert. Ein Nachteil ist die Naheinstellgrenze der Schärfe. Mit der Weitwinkelkamera kann man weniger nahe an Objekte heran und die Makrokamera muss öfter genutzt werden. Das ist natürlich hardwarebedingt und kann deshalb nicht behoben werden. Dank des 48-Megapixel-Sensors kann man neu auch Fotos in ProRAW mit der vollen Auflösung aufnehmen. Die Fotos werden um einiges besser als mit der Standardeinstellung. Anfangs dauerte das Abspeichern der teilweise bis zu 100 MB großen RAW-Bilder relativ lange. Das hat sich mit den Updates aber spürbar verbessert. Für Schnappschüsse dauerte es jedoch immer noch zu lange. Ich habe einige ProRAW-Fotos in den letzten 6 Monaten gemacht und bin sehr begeistert von der Bildqualität und den Möglichkeiten des Formats. Der Speicher füllt sich jedoch enorm schnell, deshalb empfehle ich, die Speichervariante mit mindestens 256 GB zu nehmen. Am Schluss bleibt also eine leicht verbesserte Kamera, ein helleres Display und eine sehr gute Akkulaufzeit und die neue Dynamic Island.
Über die Performance müssen wir gar nicht erst sprechen. Sie ist top, so wie man das von Apple kennt. Eigentlich hat sich fast nichts verändert im Vergleich zu seinem Vorgänger. Smartphones sind so unglaublich langweilig geworden, dass sogar ein 3 Jahre altes Smartphone praktisch das gleiche Nutzererlebnis ermöglicht. Schön war doch die Zeit, als neue Smartphones noch aufregend und spannend waren. Doch diese Zeit ist leider vorbei. Lasst euch von den neuen, scheinbar großen und nützlichen Updates nicht täuschen. Smartphone-Hardware wird sich im Moment wohl nicht mehr signifikant weiterentwickeln. Wird es Zeit für eine neue Technologie? Vielleicht Apples VR-Headset? Was hältst du vom iPhone 14 Pro und generell von neuen Smartphones in 2023? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Falls du mehr über die Zukunft von Apple und das VR-Headset erfahren möchtest, dann abonniere unseren Kanal, like das Video und klicke auf die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, Freunde, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.